Moin moin und hallo. Das letzte Dart Blaster Review ist schon eine ganze Zeit her. Wir haben aber heute was ganz Besonderes für euch. Die Nerf Zombie Strike Sledgefire. Nun, packen wir den Blaster doch erstmal aus. Abgesehen vom Blaster befinden sich im Lieferumfang noch 9 grüne Darts und 3 Darthülsen. Diese Darthülsen lassen sich jeweils mit 3 Darts befüllen. Die Darts sind mit dem identisch, was wir schon aus der Nerf-Serie kennen. Sie unterscheiden sich nicht von den bekannten Clip System Darts. Die Darts haben also eine Länge von 7,3 cm und eine Breite von etwa 1,3 cm. Nun zu den Hülsen. Die Hülsen wiegen etwa 18 Gramm, befüllt wiegen sie 21 Gramm. Die Hülsen bestehen aus stabilem Plastik, sind etwa 7,7 cm lang und ca. 3,1 cm hoch. Allerdings müsst ihr beachten, dass es sich hier um eine Dreiecksform handelt. Die Funktionsweise der Darthülsen unterscheidet sich deutlich von der, die man beispielsweise von der Double Shot von Busby kennt. Einerseits befinden sich in einer Darthülse gleich 3 Darts und die Darthülsen werden nicht aus dem Blaster ausgekickt, fallen somit nicht auf den Boden. Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei den Darthülsen nicht um Verbrauchsmaterial handelt und die 3 Darthülsen, die im Lieferumfang enthalten sind, vollkommen ausreichend sind. Mehr lassen sich ohnehin nicht in die Schulterstütze der Zombie Strike, zu der wir jetzt kommen, einsetzen. Nun, der eigentliche Blaster. Der Blaster wiegt 670 Gramm, geladen mit allen 3 Hülsen und den 9 Darts 732 Gramm. Die Schulterstütze ist für einen Erwachsenen gerade noch lang genug, um sie tatsächlich an die Schulter ansetzen zu können. Der Freihandmodus bietet sich aber geradezu an, denn der Blaster ist leicht, wendig und fühlt sich gut in der Hand an. Die Sledgefire ist 63 cm lang, 5,6 cm breit und, wenn man die Schulterstütze einberechnet, ca. 20 cm hoch. Zusätzlich befindet sich im Lieferumfang noch ein Set mit Schablonen, mit denen sich verschiedene Logos von Nerf und der Zombie-Serie aufzeichnen lassen. Bestehen eigentlich nur aus Pappe. Nun, geben wir doch mal ein paar Schüsse ab. Zunächst müssen wir natürlich den Blaster befüllen. Und dafür müssen wir erst einmal die Patronen befüllen. In unseren Tests haben wir herausgefunden, dass man die Darts so weit wie möglich in die Patronen hineinschieben muss. Denn wenn dort etwas Luft ist, dann verpufft die ganze Energie und die Darts purzeln nur aus dem Rohr heraus und machen keinen anständigen Flug. Nun, wir haben jetzt also die Patronen befüllt. Am oberen Ende des Blasters befindet sich in Griffweite für den Daumen sinnvoll erreichbar platziert ein Schalter, mit dem wir die Sperre des Frontelements entfernen, sodass sich der Lauf vorne abknicken lässt. Nachdem wir den Lauf heruntergedrückt haben, müssen wir beachten, dass der Lauf auch wirklich einmal komplett bis nach unten durchgedrückt wurde, da ansonsten der Spannmechanismus nicht richtig geladen ist. Man drückt also den Schalter, drückt den Lauf herunter und bekommt ein bestätigendes Geräusch, dass der Spannmechanismus komplett eingerastet ist. Nun setzen wir also die Patronenhülsen ein. Es ist egal, wie rum man die Patronenhülse einsetzt. Hauptsache, die Darts zeigen nach vorne, denn die Patronenhülsen sind, trotz ihrer dreieckigen Form, symmetrisch gestaltet. Auch die Patronenhülse rastet im Lauf ein, fällt nun also von alleine nicht heraus. Wir bewegen den Lauf wieder nach oben. Der Blaster ist nun schussbereit. Zielen und schießen. Nun zum Schusstest. Obwohl sich der Blaster bzw. der Schussmechanismus des Blasters sehr leicht spannen lässt, sind die Reichweiten sehr ordentlich. Durchschnittlich schafften die Darts eine Reichweite von 17 Metern. Die Spitze lag bei ca. 20 Metern, manche Darts flogen auch nur 15 Meter weit. Einen Ausreißer gab es bei uns allerdings auch. Vergleicht man die Sledgefire mit dem einzigen Blaster, der einen wirklich ähnlichen Mechanismus mit sich bringt, und zwar die Double Shot von Busby, so zeigt sich, dass die Sledgefire diese aussticht. Das Design ist cooler, außerdem hat man 3 Darts gegenüber 2 bei der Double Shot. Die Darts fliegen deutlich weiter als die Darts der Double Shot. Und der Blaster liegt extrem gut in der Hand, die Funktionalität ist perfekt. Hier hat Hasbro mal wieder einen richtig geilen Nerf Blaster geschaffen. Kommen wir nun zur Punktevergabe. In puncto Design hat uns die Sledgefire total überzeugt.
Die Farbgebung in Türkis, Orange und Grau passt gut zueinander. Die Verzierungen am Gehäuse erwecken einen pseudohaften, aber trotzdem irgendwie gelungenen, industriellen Endzeit-Zombie-Look. Verglichen mit anderen Dartblastern sticht das Design des Sledgefire deutlich heraus. 5 von 5 Blobs. In puncto Reichweite konnte die Sledgefire durchaus überzeugen. Ein bisschen mehr wäre vielleicht schon noch drin gewesen. 4,5 von 5 Blobs. Das Thema Schussfrequenz ist bei der Bewertung eines Dartblasters wie der Sledgefire eine schwierige Sache. Theoretisch ist die Schussfrequenz natürlich sehr begrenzt, da man jedes Mal eine neue Patronenhülse einstecken muss, bevor man wieder 3 Schuss auf einmal abfeuern kann. Das Handling des Dartblasters ist aber so gut, dass man das so schnell kann, wie man das eben kann. Wir geben der Sledgefire 3 von 5 Blobs in puncto Schussfrequenz. Usability. Für eine Shotgun ist die Usability ohnegleichen. Vergleicht man die Sledgefire mit anderen Shotguns wie der Double Shot, so liegt die Sledgefire klar vorne. Hier knarzt nichts, alles klappt wunderbar, die Patronenhülsen lassen sich super schnell einlegen, der Blaster ist schnell gespannt und einsatzbereit. Mehr Usability können wir uns gar nicht vorstellen. 5 von 5 Blobs. Verarbeitung. Auch was die Verarbeitung des Dartblasters angeht, muss man sagen, hier lässt sich nichts mehr verbessern. Hasbro weiß, wie man es macht. 5 von 5 Blobs. Was die Modding-Fähigkeit des Sledgefire angeht, muss man sagen, der Blaster ist sehr leicht zu öffnen. Insgesamt muss man 11 Schrauben lösen, um das erste Chassis-Element abnehmen zu können. Hat man das geschafft, kann man beispielsweise schon die Schulterstütze entfernen und die Blende, die den Mechanismus verdeckt, abnehmen. Auch die restlichen Elemente des Blasters lassen sich relativ leicht öffnen. Innerhalb des Chassis zeigen sich unten links 3 weitere Schrauben, die sich lösen lassen. Insgesamt befinden sich 20 identische Schrauben und eine weitere Befestigungsschraube sichtbar am Blaster. Was sich hier noch machen lässt, muss ich wohl noch zeigen. Da warten wir auf spannende Mods aus der Blasted Community. Der Zugang zu den Kernelementen des Blasters ist aber sehr leicht und die Abdeckungen lassen sich sehr einfach abnehmen. Daher gibt's an dieser Stelle 5 von 5 Blobs. In der Gesamtwertung spiegelt sich wieder, was wir oft haben. Die Sledgefire ist ein nahezu perfekter Dartblaster. So eine Shotgun hätten wir uns schon länger gewünscht. Wenn die nächste Zombie-Horde vor der Haustür steht, sollte man in jedem Fall mit einer Sledgefire ausgestattet sein. 4,5 von 5 Blobs. Das war's mit unserem Review zur Sledgefire. Bis bald zu Reviews von Rapid Strike und Centurion.